Herzlich willkommen zu Alltagsdeutsch Podcast. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist Tag 172. Genau, Tag 172 und unser Thema heute ist wirklich super spannend. Es geht um Kreativität. Wir lernen heute 15 wichtige Wörter für den Alltag. Ja, 15 Wörter, die man wirklich ständig braucht. Es geht einfach darum, wie wir Ideen entwickeln, Probleme kreativ lösen und, neue Dinge ausprobieren können. Absolut. Aber bevor wir so richtig in dieses kreative Chaos eintauchen… Wobei wir ja später noch lernen, dass es gar nicht so chaotisch ist, oder? Stimmt, da hast du recht. Aber bevor wir starten, zeigen wir euch heute auch noch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Oh ja, das ist wichtig. Die Methode heißt Shadowing. Und also beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Das ist wirklich ein Gamechanger für das Sprachenlernen. Definitiv. Und hier sind 3 einfache Schritte für euch. Also Schritt 1, das ist das Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt wirklich nicht an Grammatik. Das ist schwer, ich weiß, aber hört einfach nur auf den Klang. Genau, das Gefühl für die Sprache bekommen. Und dann kommt Schritt 2, das Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Richtig. Achtet dabei auf das Tempo, auf die Stimme und ja, auf das Gefühl. Und dann fehlt noch Schritt 3, das Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf, vergleicht dann eure Stimme mit dem Original. Also so erkennt ihr eure Fehler viel besser und könnt euch wirklich verbessern. Ein ganz wichtiger Hinweis dazu noch, bitte lest nicht nur still mit. Also Shadowing funktioniert wirklich nur, wenn ihr laut sprecht. Ja, weil der Mund das trainieren muss, oder? Genau. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Die Muskeln müssen sich an die deutschen Laute gewöhnen. Also macht das unbedingt laut. Macht das am besten direkt mit den Wörtern heute. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Dort hört ihr nämlich unsere Mini-Story. Ja, unsere Geschichte, in der wir alle 15 Wörter nochmal in einer ganz natürlichen Situation zeigen. Okay, dann lass uns mal loslegen. Also, hast du schon mal stundenlang auf ein leeres Blatt Papier gestarrt? Oh ja, oft. Ja, und du hast einfach 0 Ideen. Und dann mitten in der Nacht um 3 Uhr, du liegst im Bett, starrst an die Decke und plötzlich trifft dich so ein brillanter Gedanke. Ja, der Klassiker. Unter der Dusche passiert mir das auch oft. Genau. Wir denken dann immer, Kreativität ist irgendwie so eine Art wilde Magie, so ein Blitz von oben. Wir romantisieren das super gerne, aber eigentlich ist es keine Magie. Es ist ein ziemlich strukturierter Prozess. Ein Prozess. Ja, absolut. Und das Schöne für euch als Deutschlernende ist, die deutsche Sprache hat ein extrem präzises Vokabular, um genau diesen Prozess zu beschreiben. Das stimmt. Wenn wir diese Wörter lernen, dann verstehen wir eigentlich besser, wie unser eigenes Gehirn Probleme löst. Richtig. Ganz genau. Lass uns doch mal ein Bild im Kopf behalten für unsere heutige Entdeckungsreise. Stell dir vor, Kreativität ist wie ein Feuer. Okay, ein Feuer. Wie fängt das an? Meistens braucht man ja irgendeinen Reiz von außen. Ein Streichholz. Richtig. Und das bringt uns direkt zu unserem ersten Wort. Das Nomen, die Inspiration. Die Inspiration, auf Englisch lautet das Inspiration. Ein sehr ähnliches Wort. Genau. Die Inspiration ist dieser Moment, in dem du etwas siehst oder erlebst, das dir einen Impuls gibt. Also wenn ich im Wald spazieren gehe oder in eine andere Stadt reise. Ja, oder du sprichst einfach mit einem guten Freund in einem Café. Du nimmst da etwas von außen auf. Im Alltag sagen wir oft, auf Reisen finde ich viel Inspiration. Ein schöner Beispielsatz. Auf Reisen finde ich viel Inspiration. Also, die Inspiration ist unser Streichholz. Aber das Streichholz allein, das brennt ja noch nicht. Wir müssen es anreiben. Und dann entsteht dieser erste Funke in unserem Kopf. Ja, der Funke. Und dieser Funke ist unser zweites Wort für heute. Der Einfall. Der Einfall. Auf Englisch sagt man dazu Sudden Idea. Sudden Idea. Genau, der Einfall ist das, was mitten in der Nacht passiert. Die Inspiration kam von draußen, aber der Einfall, der passiert tief in dir drinnen. Ach so, das ist also der Unterschied. Ja, es ist eine plötzliche, oft sehr originelle Idee. Ein alltäglicher Satz wäre zum Beispiel, ich hatte gestern einen genialen Einfall für unser neues Projekt. Ich hatte gestern einen genialen Einfall für unser neues Projekt.
Da muss ich aber jetzt mal kurz kritisch nachhaken. Gerne. Entsteht so ein Einfall wirklich einfach komplett aus dem Nichts? Einfach so, bumm, da ist er. In der Regel, nein. Das Gehirn arbeitet ja im Hintergrund weiter, es verarbeitet diese ganze Inspiration. Und wichtig, ein Einfall ist auch noch lange kein fertiges Ergebnis. Sondern? Er hat erstmal nur eine bestimmte Energie. Und das ist direkt unser drittes Wort, das Potenzial. Das Potenzial. Auf Englisch Potential. Genau. Potenzial beschreibt Fähigkeiten oder eben Möglichkeiten, die man noch nicht genutzt hat. Sie sind da, schlafen aber noch. Wie so ein roher Diamant, den man noch schleifen muss. Perfektes Bild. Man sagt im Büro zum Beispiel, in diesem Plan steckt großes Potenzial. In diesem Plan steckt großes Potenzial. Okay, wir haben jetzt also den Funken, den Einfall. Und der hat Potenzial. Richtig. Aber wenn ich ein kleines Feuer starte, dann brauche ich Sauerstoff. Ohne Sauerstoff erstickt die Flamme sofort wieder. Mhm. Und diesen Sauerstoff für unseren kreativen Prozess, den nennt man auf Deutsch, und das ist unser viertes Wort, der Spielraum. Der Spielraum, ein wunderbares Wort. Auf Englisch übersetzt man das mit Leeway oder Scope. Leeway, Scope. Der Spielraum. Das ist ein extrem wichtiges Konzept, besonders im Arbeitsalltag. Warum genau? Weil Spielraum bedeutet, dass man wirklich die Freiheit oder den Platz hat, um seine eigenen Ideen mal zu testen. Ah, also wenn der Chef sagt, mach das Projekt, aber wie du es machst, ist mir egal. Genau. Ein guter Satz dafür ist, der Chef lässt dem Team viel Spielraum bei der Arbeit. Der Chef lässt dem Team viel Spielraum bei der Arbeit. Das ist ja genau der Punkt. Was meinst du? Naja, wenn du ein Team leitest und du gibst keinen Spielraum, also wenn jeder kleine Fehler sofort bestraft wird, Oh ja, Mikromanagement. richtig, dann nimmt das dem Team doch völlig die Luft zum Atmen, das Gehirn produziert dann gar keine neuen Einfälle mehr. Weil es weiß, dass es keinen Raum gibt, um das Potenzial zu nutzen, ja? Genau. Spielraum ist also nicht einfach nur so ein netter Bonus am Arbeitsplatz, er ist eigentlich die absolute Voraussetzung für Kreativität. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Wir verlassen damit jetzt mal diese allererste Phase. Okay, der Funke ist da, er hat Sauerstoff. Und wie geht es jetzt weiter? Wie machen wir aus diesem kleinen Gedanken eine echte, handfeste Aktion? Wir brauchen Handlungsverben. Ganz genau. Unser 5. Wort ist ein Verb. Experimentieren. Experimentieren. Auf Englisch to experiment. Und für unsere Deutschlernenden ist ja auch immer das Perfekt extrem wichtig für den Alltag. Die Perfektform von experimentieren lautet Hat experimentiert. hat experimentiert. Perfekt. Experimentieren bedeutet für mich ganz simpel Versuch und Irrtum. Trial and Error. Hast du da ein Beispiel aus deinem Alltag? Ja klar, also ich koche zum Beispiel eine Suppe, ich probiere sie und ich weiß nicht genau, was noch fehlt. Also werfe ich einfach mal etwas Chili oder Curry hinein. Und schaust, was passiert. Genau. Ich sage dann meinen Gästen, ich habe heute in der Küche ein bisschen experimentiert. Ich habe in der Küche ein bisschen experimentiert. Sehr gut. In dieser Phase probiert man einfach verschiedene Dinge aus, um neue Ergebnisse zu finden. Man muss also Fehler machen dürfen. Unbedingt. Aber, und das ist der Haken, reines Experimentieren reicht am Ende nicht aus. Wieso? Naja, bleib bei deiner Suppe. Wenn du einfach stundenlang immer noch mehr verschiedene Gewürze reinwirfst. Dann schmeckt sie am Ende total furchtbar, das stimmt. Eben. Irgendwann musst du Entscheidungen treffen. Darum brauchen wir unser Wort Nummer 6. Gestalten. Gestalten. Auf Englisch heißt das to design. Und die Perfektform lautet hat gestaltet. Genau. Gestalten bedeutet, einer Sache eine klare Form, eine Struktur oder ein Aussehen zu geben. Also zum Beispiel am Computer. Ja, ein Satz für den Alltag wäre, wir haben das Layout der Webseite sehr übersichtlich gestaltet. Wir haben das Layout der Webseite übersichtlich gestaltet. Aber warte mal kurz. Ja? Das Wort gestalten und Struktur geben, das klingt für mich plötzlich fast wie Mathematik. Wieso das? Naja, wir haben doch vorhin gesagt, Kreativität soll wild sein, ein Feuer. Aber gestalten klingt so ordentlich. Ist der kreative Prozess in der Praxis eigentlich viel disziplinierter, als wir gerne zugeben? Das ist eine fantastische Beobachtung von dir. Und die klare Antwort lautet, ja, absolut.
Krass, okay. Wir stellen uns immer diesen Maler vor, der in seinem Atelier steht und völlig wild mit der Farbe auf die Leinwand wirft. Genau das Bild habe ich im Kopf. Aber eigentlich erfordert dieses Gestalten sehr harte Arbeit. Man muss Regeln anwenden, man muss Überflüssiges weglassen. Disziplin ist wirklich der Schlüssel, um dieses Chaos des Experimentierens in eine Ordnung zu bringen. Ah, das leuchtet mir jetzt ein. Also wenn ich diese Technik des Gestaltens beherrsche, dann kann ich erst den nächsten Schritt machen. Richtig, und das bringt uns direkt zu Wort Nummer 7, auch ein Verb. Ausdrücken. Ausdrücken. Auf Englisch to express. Und im Perfekt, da das ein trennbares Verb ist, lautet es hat ausgedrückt. Hat ausgedrückt, genau. Wenn du gelernt hast, wie man strukturiert arbeitet, dann kannst du damit deine eigenen Gedanken und Gefühle zeigen. Hast du da ein griffiges Beispiel? Ja, stell dir einen Musiker vor. Man sagt dann, durch die Musik hat er seine tiefe Traurigkeit ausgedrückt. Durch die Musik hat er seine tiefe Traurigkeit ausgedrückt. Er nutzt also diese harte Struktur der Musik, die Noten, den Rhythmus, um etwas ganz Persönliches nach außen zu bringen. Exakt. Und wenn man diesen ganzen Prozess immer und immer wieder durchläuft. Also wenn man experimentiert, gestaltet und sich ausdrückt. Ja, dann wächst man als Mensch. Und das ist unser 8. Wort. Entfalten. Entfalten. Auf Englisch to unfold. Und die Perfektform ist hat entfaltet. Entfalten bedeutet, dass sich deine Fähigkeiten oder Talente im Laufe der Zeit voll entwickeln. Wie so eine Blume, die langsam am Morgen aufgeht. Ein sehr poetisches Bild, ja. Im Berufsleben sagen wir zum Beispiel oft, in der neuen Abteilung konnte sie ihre Talente endlich voll entfalten. In der neuen Abteilung konnte sie ihre Talente voll entfalten. Genau. Und bevor wir jetzt zu den großen Resultaten kommen, kurzer Hinweis an euch alle da draußen. Oh ja. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns extrem. Ja, einen Daumen nach oben wäre super. Also, wir haben jetzt den Funken besprochen. Und wir haben den Prozess des Machens besprochen. Das Ausprobieren und Strukturieren. Richtig. Wir kommen nun zu den Resultaten. Also, was passiert, wenn man am Ende dieses ganzen kreativen Prozesses steht? Hier kommen jetzt Wörter, die im Deutschen, finde ich, richtig schwer und irgendwie gewaltig klingen. Oh ja, sehr bedeutungsvoll. Wort Nummer 9 ist das Verb erschaffen. Auf Englisch to create. Die Perfektform lautet hat erschaffen. Erschaffen heißt nicht einfach, dass man einen alten Text ein bisschen korrigiert oder umschreibt. Nein. Nein, es bedeutet, etwas völlig Neues durch die eigene harte Arbeit zu produzieren. Es war vorher nicht da und jetzt ist es da. Ah, okay. Zum Beispiel, der Programmierer hat eine völlig neue Software erschaffen. Der Programmierer hat eine völlig neue Software erschaffen, genau. Und das passende Nomen dazu, das ist unser 10. Wort, die Schöpfung. Die Schöpfung. Auf Englisch Creation. Die Schöpfung ist dann das fertige Werk, das Endresultat von ganz viel Geduld und Wissen. Das Wort kriegt man oft im Kunstmuseum zu hören, oder? Ja, sehr oft für Kunstwerke, aber man kann es auch in der Technik nutzen. Man sagt zum Beispiel, diese neue Maschine ist eine geniale Schöpfung. Diese neue Maschine ist eine geniale Schöpfung. Ein wirklich starkes Wort. Und das Adjektiv dazu ist unser 11. Wort, schöpferisch. Schöpferisch. Auf Englisch sagt man creative, wobei wir ja auch das Wort kreativ im Deutschen haben. Ja, aber schöpferisch klingt noch ein bisschen tiefer. Es beschreibt, dass jemand diese innere Kraft hat, neue Ideen und Werke zu produzieren. Mir ist dazu neulich ein wirklich interessanter Gedanke begegnet, als ich einen Artikel gelesen habe. Was stand da? Man liest ganz oft, dass Teams oder auch Einzelpersonen besonders während einer großen Krise eine unglaubliche schöpferische Energie entwickeln. Das stimmt, ja. Aber warum eigentlich? Also warum zwingt uns ausgerechnet eine Krise, in der wir Stress haben, dazu, plötzlich schöpferisch zu sein? Das ist super interessant und liegt tief in der menschlichen Psychologie. Weißt du, wenn alles normal läuft, dann sind wir Menschen sehr bequem. Klar, never change a running system. Genau. Wir optimieren dann vielleicht nur ein bisschen hier und da, aber eine echte Krise zerstört diesen normalen bequemen Weg komplett. Wir können also unsere alten Gewohnheiten nicht mehr nutzen. Richtig. Wenn die Not groß ist, dann ist unser Gehirn quasi gezwungen, komplett neue Verbindungen zu machen. Wir müssen völlig neu denken und eben etwas völlig Neues erschaffen. Weil das Alte einfach nicht mehr funktioniert.
Exakt. Wahnsinn. Also, wenn alles gut ist, optimieren wir nur. Wenn alles zusammenbricht, erschaffen wir. Das ist ein wirklich starkes Konzept. Absolut. Aber wer sind eigentlich diese Menschen, die das so gut können? Wir sind jetzt bei unserem letzten Teil angekommen. Dem Teil über die Eigenschaften ja. Genau. Wie beschreiben wir die Eigenschaften von diesen kreativen Menschen im Alltag? Wir schauen uns jetzt 4 Adjektive an, die im Deutschen oft verwechselt werden. Wort Nummer 12 ist originell. Originell, auf Englisch original. Originell bedeutet, dass etwas wirklich sehr neu, total ungewöhnlich und überraschend anders ist. Zum Beispiel, Das ist eine sehr originelle Lösung für unser Problem. das ist eine sehr originelle Lösung. Genau. Das ist nicht einfach nur die Standardlösung aus dem Lehrbuch. Im Gegensatz dazu haben aber ganz viele Menschen das Gefühl, sie müssten künstlerisch sein. Das ist Wort Nummer 13, künstlerisch. Auf Englisch bedeutet künstlerisch artistic. Und das ist ja eigentlich viel, viel enger gefasst, oder? Ja, absolut. Es hat spezifisch mit klassischen Kunstformen zu tun. Also wie Malen, Zeichnen, Bildhauerei oder Musik. Okay, also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe leider kein künstlerisches Talent, ich kann überhaupt nicht gut zeichnen. Ich habe kein künstlerisches Talent, ja. Aber das ist eben der Punkt. Viele Menschen setzen künstlerisch und kreativ gleich. Ja, das mache ich auch oft. Aber das ist ein echter Irrtum. Man kann sehr kreativ sein, ohne einen Pinsel halten zu können. Und hier kommt das Wort, das für den Alltag, finde ich, am allerwichtigsten ist. Wort 14. Einfallsreich. Richtig. Einfallsreich. Auf Englisch Resourceful. resourceful. Einfallsreich zu sein, das ist für mich ehrlich gesagt die beste Art der Kreativität überhaupt. Warum? Weil es bedeutet, dass eine Person viele gute Ideen hat, um Probleme zu lösen, auch wenn sie vielleicht gar nicht viel Material oder Geld hat. Hast du da eine typische Situation im Kopf? Ja, stell dir vor, du baust am Wochenende ein Regal auf. Oh je, das kenne ich. Genau. Und mittendrin merkst du, dir fehlt ein ganz wichtiges Werkzeug. Du hast keinen passenden Schraubenzieher. Was machst du dann? Naja, du nimmst stattdessen einen alten Löffel oder eine Münze und irgendwie mit viel Mühe schaffst du es, diese Schraube festzuziehen. Ein tolles Beispiel. Du warst in dem Moment null künstlerisch, Kein bisschen. aber du warst unglaublich einfallsreich. Ja, die deutsche Sprache differenziert hier wirklich sehr klug. Total. Der Künstler malt ein Bild, aber der einfallsreiche Mensch findet im Alltag unerwartete Wege, um ein ganz normales Problem zu lösen. Beides hat einen riesigen Wert, aber es ist eben nicht dasselbe. Gut gesagt. Und um wirklich richtig einfallsreich zu sein, da hilft uns unser letztes Wort für heute, Nummer 15. Fantasievoll. Fantasievoll. Ja, Auf Englisch. Imaginative. imaginative. Das Wort fantasievoll hat für mich so etwas sehr Leichtes, fast Spielerisches. Ja, das stimmt. Kinder sind da das beste Beispiel. Sie sind extrem fantasievoll, wenn sie draußen im Garten aus ein paar alten Stöcken plötzlich eine riesige Ritterburg bauen. Die Kinder dachten sich ein fantasievolles Spiel aus. Ein toller Beispielsatz. Genau. Wer fantasievoll ist, der erzeugt in seinem Kopf einfach Bilder und ganze Welten. Und diese spielerische Fantasie füllt dann wieder unseren geistigen Spielraum, oder? Ganz genau. Und das bringt uns dann wieder zurück zur nächsten großen Inspiration. Es ist ein wunderbarer, unendlicher Kreislauf. Wahnsinn. Wir haben jetzt wirklich alle 15 Wörter betrachtet. Und wir sehen, Kreativität ist gar nicht diese ungreifbare Naturgewalt oder Magie. Nein, überhaupt nicht. Wenn wir diese deutschen Wörter kennen, verstehen wir unseren eigenen Kopf viel besser. Wir wissen jetzt, wann wir wild experimentieren dürfen und wann wir diszipliniert gestalten müssen. Und vor allem verlangen wir nicht mehr von uns selbst, dass ein kleiner erster Einfall sofort eine absolut perfekte Schöpfung sein muss. Wir geben uns einfach mehr Zeit. Das führt mich eigentlich noch zu einem ganz spannenden, abschließenden Gedanken, bevor wir gleich zu unserer Mini-Story kommen. Schieß los. Wenn wir im Deutschen so viele extrem präzise Wörter für unsere Denkprozesse haben, Ja? formt unsere Sprache dann eigentlich auch unsere Fähigkeiten? Wie meinst du das genau? Naja, überleg mal. Wenn dir das Wort Spielraum in deinem Wortschatz komplett fehlen würde, würdest du dann in der Arbeit überhaupt wissen, was genau du von deinem Chef einfordern musst? Wow, das ist ein sehr tiefer Gedanke. Oder? Je mehr Wörter wir haben, um ein Problem zu benennen, desto besser können wir dieses Problem am Ende auch lösen. Ein wirklich sehr wahrer Gedanke. Wer seinen Wortschatz erweitert, der erweitert eben auch seinen geistigen Horizont. So ist es.
Und damit wir diesen erweiterten Wortschatz jetzt auch mal in Aktion erleben, kommt hier, wie vorhin versprochen, unsere Mini-Story. Oh ja, darauf freue ich mich. Hört jetzt alle ganz genau zu. Wir haben alle 15 Wörter von heute in eine kurze Geschichte eingebaut. Los geht's! Anna saß an ihrem Schreibtisch und starrte auf den leeren Bildschirm. Sie sollte eine Werbekampagne entwickeln, aber ihr fehlte jegliche Inspiration. Also Inspiration. Ihr Chef hatte ihr eigentlich viel Spielraum, also Leeway für das Projekt gegeben, aber die Ideen wollten einfach nicht kommen. Anna fühlte sich völlig blockiert. Doch dann, bei einem abendlichen Spaziergang durch die Stadt, hatte sie plötzlich einen genialen Einfall. A sudden idea. Sie sah ein Kind, das sehr fantasievoll imaginative mit alten Kartons spielte. Anna erkannte sofort das Potenzial, the potential, in dieser kleinen Beobachtung. Zu Hause begann sie dann direkt zu experimentieren, to experiment. Ja, sie hat mit verschiedenen Farben und Texten experimentiert, um ihre ersten wilden Gedanken zu ordnen. Am nächsten Tag fing sie dann an, die konkreten Bilder für die Kampagne zu gestalten, to design. Sie hat das Layout sehr modern und extrem klar gestaltet. Sie wollte damit nämlich ein starkes Gefühl der Freiheit ausdrücken, to express, und hat ihre Vision so klar ausgedrückt. Anna war zwar ehrlich gesagt nicht besonders künstlerisch, artistic, begabt, was so das freie Zeichnen mit der Hand anging, aber sie war dafür extrem einfallsreich, resourceful. Sie nutzte nämlich einfach kluge digitale Tools, um ihr Ziel trotzdem zu erreichen. So konnte sie im Laufe der Woche ihre ganzen Fähigkeiten entfalten, to unfold. Sie hat ihr echtes Talent voll entfaltet und am Ende eine unglaublich originelle, original Kampagne präsentiert. Ihr gesamtes Team war restlos begeistert von dieser Schöpfung, Creation. Anna hat aus dem Nichts etwas völlig Neues erschaffen, to create. Und jeder lobte ihre enorme schöpferische, creative Energie, die wirklich aus einem winzigen Funken ein riesiges, warmes Feuer gemacht hatte. Das war unsere Mini-Story. Habt ihr alle Wörter entdeckt? Bestimmt. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns unbedingt eigene Sätze mit den neuen Wörtern unten in die Kommentare. Abonniert auch sehr gerne den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt. Das freut uns immer riesig. Morgen sprechen wir dann über ein neues, super spannendes Thema. Morgen sprechen wir über Präsentationstechniken. Oh, auch ein sehr wichtiges Thema für den Alltag und den Beruf. Wir hoffen jedenfalls, ihr konntet heute viel bei uns lernen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.